So, jetzt ist der Sound da. Sorry. Ja, das ist für eine Szene, wo ich kein Mikro hatte. Das konnte ich halt jetzt auch wieder nicht fixen. Danke für den Hinweis, dauert jetzt aber. Und das ist gleich wieder drin. Gut, dann sind wir jetzt wieder am Start. Habt ihr jetzt erstmal ein bisschen ohne mitbekommen, aber das ist nicht so schlimm. Ja, also nochmal zusammenfassend, wir haben hier ziemlich einfach gesehen, wie man seinen Cruiser verlieren kann. Das ist natürlich ärgerlich im Großen und Ganzen. Smoke war nicht so gut gezogen. Das hat tatsächlich den Cruiser gekillt, muss man sagen. Also das Smoke Train war nicht optimal gespielt. Die Litterible und die Lifantask haben tatsächlich sehr krass gelitten für den Farm. Gut, sie haben den Kill bekommen. Aber man hat tatsächlich jetzt von VfDK den Vorteil auf der Seite, dass man Doppelcap hat, dass man jetzt natürlich verliert, aber dass man eine Zeit lang aufrechterhalten konnte, wodurch der Schiffsnachteil gut gut aufgefangen worden ist. Ja, Akazuki farmt jetzt hier die Talin, also Fokus sollte auch die Talin sein, weil die Cruiser halt kein Heal haben. Und deswegen wird das Ganze ein bisschen wichtig sein, den Fokus da drauf zu kriegen. Also die Liv und Tusk müssen tatsächlich aufpassen. Ne? Sie haben keine Range, das heißt, sie sind immer in Secondary Range. Und das ist natürlich nicht so glorreich. Und man muss ja auch gucken, dass man nicht gegen die Kid, wenn die hier ein gutes Play machen kann mit Smoke, der wird natürlich jetzt erstmal das Cap holen. Und gerade im Late Game kann das für die Liv und Tusk unangenehm werden. Jetzt fängt die Kid an mit zu schießen, ne? Der weiß genau. Da können wir jetzt nochmal Damage bekommen. Smoked sich jetzt auch hier, um nicht zu viel Schaden zu bekommen. Aber da kommt das Talin Radar. Und es wird auch auf die Akazuki mitgeschossen. Also jetzt könnte man tatsächlich gute Trades bekommen auf beiden Seiten. Bogudino Radar ist nochmal an, um die Le Terrible zu spotten. Türpitz versucht jetzt einen Move zu machen. Ja, es sind halt alle Schiffe relativ low. Man kann überall einen Kill abstauben. Ja, die Bogudino wird jetzt tatsächlich ein bisschen unter Druck gesetzt. Hat jetzt einen Perma-Doppelbrand bekommen. Das ist tatsächlich sehr belastend, würde ich mal behaupten. Kommt nochmal Salben auf die Türpitz. Die kommen nicht an, aber die Türpitz kann eine Lüterible fokussen. Dafür werden sie wahrscheinlich ihr BB verlieren. Jetzt hoffen wir mal, dass die letzte Salbe für ihn noch gut wird. Oh ja, war okay. Ging noch ein bisschen Damage rein, aber da geht die Bogudino raus. Tja, das ist dann auch wieder der nächste Trade, den man bekommt. Aber man hat immer noch das Doppelcap. Man hat eine Kid, die noch Heals ziehen kann. Die Le Terrible wird jetzt reinfahren müssen. Die Akatsuki ist auch low. Ja, die Türpitz muss jetzt tatsächlich aufpassen, dass er sich hier nicht zu krass runterfarmen lässt. Er hat sich jetzt in einen Bereich begeben, wo er ein 3 gegen 1 spielt, tatsächlich. Akazuki versucht jetzt Damage auf die auf die Talin zu bekommen, um den rauszunehmen, was auf jeden Fall eine gute Idee ist. Da geht auch so ein bisschen der Fokus-Damage hin. Aber tatsächlich, eine Tirpitz auf Long Range ist jetzt nicht so das Schiff, was da Impact generieren kann. Torps kommen von der Le Terrible und jetzt, glaube ich, wird die Kid was versuchen. Er traut sich noch nicht. Aber er muss jetzt versuchen, einen Kill zu machen, weil wenn jetzt ein Schiff abgelenkt ist, dann ist es die Le Terrible. Der hat die Türme ready, tatsächlich steht jetzt im Kite, konnte sich also positionieren. Das ist nicht optimal gelaufen, ne? Also das hat man sich mit Sicherheit anders auch vorgestellt. Türpitz geht jetzt da raus. Klar, der ist halt sehr anfällig. So, die Kid versucht jetzt ihr Bestes gegen einen Reload-Booster von der Le Terrible, aber er kriegt halt tatsächlich keine Hits rein in ihn. Und da geht wahrscheinlich auch gleich die Kid raus. Also da hat sich Edda tatsächlich wieder gut zurückgekämpft. Enorm wichtig. Und ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das VfDK hier über die Zeit bekommt. Sie werden jetzt das Cap verlieren. Die Akazuki versucht hier Bestes über den Farm noch zu regeln. Er hat auch noch gut HP. Ich meine, im Zweifelsfall, das ist krass, die hat überhaupt keinen Schaden bekommen. Wo hat denn die Kid hingeschossen?
Ja, also das ist tatsächlich echt krass. Also echt überhaupt nichts an Damage kassiert. Der sieht noch genauso gut aus wie vorher. Ja, jetzt hat man einen Cap-Lead auf jeden Fall, einen Schiffslead und den muss man jetzt nur noch bis zum Ende souverän runterspielen und dann ist das gut soweit. Ja. Also ich denke, VfDK kann jetzt nur darauf hoffen, dass sie vielleicht Lucky Torps kriegen, vielleicht eine DD raustorpen, weil sie können eigentlich nur noch über Torps spielen. Die Kid versucht jetzt ihre Heals zu ziehen, um wieder HP zu bekommen. Schauen wir mal. Ja, die Kids halt ja, es fehlt halt auch so ein bisschen der Damage, ne? Dass man hier noch die Zusatzmodule hat. Hat halt keinen 21er Kapitän, das ist halt bitter. Tatsächlich. Da fehlen dir so ein bisschen die Kapitäns-Perks, die das Schiff dann nochmal auf ein bisschen höheres Niveau heben. Ja, mal gucken. Also, Edda versucht jetzt auch hier die Caps beide zu verteidigen. Hier muss die Tallinn tatsächlich aufpassen, weil die Akatsuki kann ihn killen. Hat genügend Damage hier, um das möglich zu machen. Auf jeden Fall sehen wir hier mal ein bisschen längeres Game auch. Oh, die Kid muss tatsächlich echt aufpassen. Hat er noch einen Smoke? Er hat einen Smoke noch, wenn er das clever spielt. Dann geht da noch was. Aber er hat Doppel-Concealment gebaut. Das heißt, er hat noch Puffer. Ja, sollte vielleicht jetzt schon im Kite drehen. Versucht jetzt da mit der Salve anzufangen. Aber er kriegt halt auch keinen Damage rein. Eigentlich muss jetzt direkt der Smoke kommen. Sobald er sieht, dass er gegen 2 kämpft, muss der Smoke kommen. Der kommt viel zu spät und jetzt ist er tot. Da muss man einen Smoke ziehen und einfach hoffen, dass man da noch Damage kriegt. Vielleicht hier auch noch mit Torps arbeiten, hätte er auch tun können. Ja, da ist tatsächlich der Deckel drauf. Also, die Akatsuki, das einzige, wird wahrscheinlich nur mal versuchen, die Tallinn zu killen. Aber das wird halt auch nicht den Impact bringen, der das Spiel jetzt nochmal ändert. Radar geht jetzt auch auf die Akatsuki drauf. Der ist jetzt spotted. Schauen wir mal, ob die Tallinn vorpiekt und ihn versucht zu killen. Wird er wahrscheinlich machen. Er wird die Eröffnungssalbe bekommen. Und ja, wird hier die Akatsuki. Wahrscheinlich wird es auch noch ein Trade. So wie es aussieht, wird es ein Trade. Ja. Und damit holt sich das Team von Edda Game Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch. Und damit steht es 1:1 in diesem Viertelfinale. Also wir werden auf jeden Fall ein Game Nummer 3 sehen.